Lektion 1: Einkaufsentscheidungen. In der Innenstadt gibt es alles, was ich zum Einkaufen brauche. Das klingt toll. Welche Art von Geschäften besuchen Sie gerne? Es gibt einzigartige Boutiquen, Buchhandlungen und sogar Märkte für handwerklich hergestellte Lebensmittel. Ich liebe lokale Boutiquen. Dort gibt es oft so interessante Artikel. Ja, hier finden Sie einzigartige Stücke, die Sie online nicht bekommen können. Das stimmt. Allerdings kaufe ich normalerweise online ein, weil es bequemer ist. Online-Shopping ist zweifellos praktisch, insbesondere bei einem vollen Terminkalender. Tja, aber manchmal vermisse ich das Erlebnis, in Geschäften zu stöbern. Ich verstehe. Es hat etwas Besonderes, Produkte physisch zu sehen und anzufassen. Ja, außerdem findet man dort oft freundliches Personal, das einem weiterhilft. Das ist ein schöner Aspekt des Einkaufens im Laden. Es macht das Einkaufserlebnis angenehmer. Fühlen Sie sich beim Einkaufen in der Innenstadt manchmal von der Auswahl überwältigt? Manchmal, bei so vielen Möglichkeiten, kann die Entscheidung schwerfallen. Da stimme ich zu. Ich mache mir oft eine Einkaufsliste, bevor ich einkaufen gehe, um konzentriert zu bleiben. Das klingt nach einer klugen Strategie. So lassen sich Impulskäufe vermeiden. Ja, und es spart Zeit, was immer ein Pluspunkt ist. Meinst du, wir sollten gemeinsam mehr lokale Geschäfte erkunden? Absolut. Es wird Spaß machen, neue Orte zu entdecken und lokale Unternehmen zu unterstützen. Super. Lass uns bald einen gemeinsamen Einkaufstag planen. Lektion 2: Die Vorteile der Solarenergie. Ich habe gehört, dass Solarpaneele sogar überschüssigen Strom erzeugen können. Ja, das stimmt. Es ist eine beeindruckende Eigenschaft der Solartechnologie. Wie funktioniert das genau? Wenn Solarpaneele mehr Sonnenlicht einfangen, als benötigt wird, können sie den überschüssigen Strom in das Stromnetz zurückspeisen. Können Hausbesitzer also gewissermaßen mit ihren Solaranlagen Geld verdienen? Ja, das nennt man Netzeinspeisung. Damit erhalten sie eine Gutschrift für den überschüssigen Strom, den sie produzieren. Das klingt nach einer klugen Investition. Gibt es viele Häuser, die Solaranlagen nutzen? Ja, immer mehr Menschen steigen auf erneuerbare Energien um. Das kann ich gut verstehen. Es senkt die Stromkosten und schont die Umwelt. Absolut. Außerdem verringert es die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Haben Sie schon einmal über die Installation von Solaranlagen auf Ihrem Hausdach nachgedacht? Ich habe darüber nachgedacht. Die langfristigen Einsparungen sind durchaus verlockend. Wie sieht es mit den Anschaffungskosten aus? Ist die Installation teuer? Das kann sein, aber oft gibt es Anreize und Steuervergünstigungen. Das macht es zugänglicher. Ich sollte die Möglichkeiten in unserer Gegend recherchieren. Tja, es lohnt sich, das genau anzusehen. Viele Unternehmen bieten auch Finanzierungspläne an. Ich schätze Ihre Einblicke. Solarenergie scheint eine vielversprechende Lösung zu sein. Das stimmt wirklich.
Die Nutzung erneuerbarer Energien kann zu einer nachhaltigeren Zukunft führen. Lasst uns auch andere dazu ermutigen, solare Energie in Betracht zu ziehen. Lektion 3: Gesunde Snackideen. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie Snacks tatsächlich gesund sein können? Absolut. Ich habe festgestellt, dass Nüsse eine ausgezeichnete Wahl sind. Sie sind nahrhaft und machen gut satt. Nüsse sind wunderbar. Welche Sorte bevorzugst du? Ich esse am liebsten Mandeln. Sie sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Da stimme ich dir vollkommen zu. Mandeln sind köstlich. Hast du sie schon mal mit Joghurt probiert? Da habe ich. Es ergibt eine fantastische Kombination aus Aromen und Texturen. Das klingt köstlich. Wie wäre es mit frischem Obst? Frisches Obst ist eine tolle Ergänzung. Es verleiht jedem Snack eine natürliche Süße. Ich stelle mir vor, dass die Kombination von Joghurt mit Beeren ein Genuss wäre. In der Tat, die Säure des Joghurts ergänzt die Süße der Beeren perfekt. Wie wäre es, wenn wir der Mischung noch ein paar Nüsse hinzufügen? Oh, das würde den Snack noch einmal deutlich aufwerten. Etwas Knuspriges ist immer willkommen. Ich liebe die Vielseitigkeit dieses Snacks. Ja, man kann die Elemente beliebig kombinieren und so jedes Mal etwas Neues kreieren. Haben Sie schon mit verschiedenen Obst- und Nusssorten experimentiert? Ja, habe ich. Ich habe einmal ein Parfait mit Schichten aus Joghurt, Mango und Walnüssen zubereitet. Das klingt hervorragend. Das muss ich unbedingt bald ausprobieren. Das solltest du unbedingt tun. Es ist erfrischend und wohltuend zugleich. Wann ist Ihrer Meinung nach der beste Zeitpunkt für einen gesunden Snack? Der der Zeit, wirklich. Der Nachmittag ist perfekt, um das Energieniveau aufrechtzuerhalten. Dem kann ich nur zustimmen. Gesundes Snacken steigert definitiv die Produktivität. Ja, das ist eine Win-Win-Situation für Gesundheit und Geschmack. Ich werde definitiv mehr dieser Snacks in meine Ernährung einbauen. Lektion 4: Das Reservierungsdilemma. Ich habe mich entschieden, für meine bevorstehende Reise im Hotel La Charme zu übernachten. Das klingt herrlich. Wann planen Sie anzukommen? Ich komme nächsten Freitag an. Könnten Sie bitte die Reservierung für mich vornehmen? Selbstverständlich. Wie viele Nächte werden Sie bleiben? Ich beabsichtige, 3 Nächte zu bleiben. Ich hoffe, das ist kein Problem. Überhaupt nicht. Bevorzugen Sie einen bestimmten Zimmertyp? Ich würde mich über ein Zimmer mit schöner Aussicht freuen. Vielleicht mit Meerblick. Das ist eine hervorragende Wahl. Ich werde dafür sorgen, dass Sie das anfragen. Vielen Dank. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich darum kümmern könnten. Sehr gern. Ich kümmere mich sofort darum. Was passiert, wenn Sie nicht verfügbar sind? Ich werde vorsichtshalber nach Alternativen in der Nähe suchen. Ich schätze Ihre Sorgfalt. Es ist beruhigend zu wissen, dass ich Ihre Hilfe habe. Es macht mir Freude, Ihnen zu helfen. Das gibt mir das Gefühl, wichtig zu sein.
Du bist wirklich wichtig. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Das ist sehr nett von Ihnen. Ich halte Sie über den Status der Reservierung auf dem Laufenden. Bitte unbedingt. Ich freue mich schon sehr auf diese Reise. Das wird ein Abenteuer. Hast du sonst noch Pläne während deines Aufenthalts? Ich freue mich darauf, die Sehenswürdigkeiten der Umgebung zu erkunden und die köstliche Küche zu genießen. Das klingt fantastisch. Sie müssen dort unbedingt die Meeresfrüchte probieren. Sie sollen außergewöhnlich sein. Ich werde Ihren Rat befolgen. Vielen Dank für Ihre Vorschläge. Lektion 5: Das Vermächtnis des Ruderns. Haben Sie sich jemals gefragt, wie Rudern in Kanada zu einer so prominenten Sportart wurde? Ich habe darüber nachgedacht. Er klingt ziemlich faszinierend, nicht wahr? In der Tat. Alles begann mit den englischen Traditionen, die von den Siedlern mitgebracht wurden. Das leuchtet ein. Rudern muss für sie eine Möglichkeit gewesen sein, sich mit ihrer Heimat zu verbinden. Absolut. Die frühen Kanadier haben es begeistert aufgenommen und zu einem festen Bestandteil ihrer Sportkultur gemacht. Ich kann sie mir vorstellen, wie sie voller Begeisterung und Elan auf den Seen um die Wette fahren. Ja, und die Kameradschaft unter den Ruderern muss etwas ganz Besonderes gewesen sein. Oh, ich kann mir vorstellen, wie sie sich gegenseitig anfeuerten. Das muss ein beeindruckender Anblick gewesen sein. Und stellen Sie sich die Wettkämpfe vor. Die müssen riesige Menschenmengen angezogen haben. Die Begeisterung für die Rennen muss in der Tat ansteckend gewesen sein. Es ist faszinierend, wie ein Sport Menschen vereinen kann, sogar über verschiedene Kulturen hinweg. Klar, Rudern wurde zu einer Brücke zwischen Tradition und Neuanfängen. Und vergessen wir nicht den Einfluss der überall wie Pilze aus dem Boden schießenden Rudervereine. Diese Vereine müssen eine bedeutende Rolle bei der Förderung des Sports gespielt haben. Ja, sie boten eine Gemeinschaft, in der sich Enthusiasten treffen und miteinander wetteifern konnten. Ich frage mich, ob es heute noch irgendwelche dieser ursprünglichen Clubs gibt. Manche tun es. Sie blicken auf eine lange Tradition zurück und fördern den Sport bis heute. Wie wunderbar, dass solche Traditionen die Zeit überdauern. Das stimmt wirklich. Rudern bleibt ein Zeugnis für den Geist der Beharrlichkeit und der Einigkeit. Da stimme ich zu. Es ist bemerkenswert, wie ein so einfaches Boot eine solche Geschichte in sich tragen kann. Es ist wahrlich ein Erbe, das es wert ist, gefeiert zu werden, sowohl in Kanada als auch darüber hinaus. Lektion 6: Antike Theorien. Haben Sie sich jemals Gedanken darüber gemacht, wie viele Ideen ihren Ursprung im antiken Griechenland haben? Selbstverständlich. Ihre Beiträge zur Wissenschaft und Philosophie sind bemerkenswert. Eine Theorie im Besonderen hat unsere Sicht auf die Welt verändert. Beziehen Sie sich auf die Elementtheorie. Genau. Es wurde erstmals von einem antiken griechischen Wissenschaftler populär gemacht. Dieser Wissenschaftler war Empedokles, richtig. Ja, er vertrat die Ansicht, dass alles aus 4 Elementen besteht: Erde, Wasser, Luft und Feuer. Es ist faszinierend, wie diese Ideen den Grundstein für die moderne Wissenschaft legten. In der Tat, seine Theorie wirkt nach heutigen Maßstäben simpel. Dennoch war es für seine Zeit revolutionär. Stellen Sie sich vor, solche Konzepte ohne moderne Technologie zu diskutieren.
Ich kann mir die Debatten, die sie geführt haben müssen, nur vorstellen. Sie waren vermutlich sehr leidenschaftlich. Die Wissenschaft war damals noch ein Mysterium. Ruf. Jede Entdeckung muss sich wie ein monumentales Ereignis angefühlt haben. Was hat Empedokles Ihrer Meinung nach zur Entwicklung seiner Theorie inspiriert? Neugierde, glaube ich. Er versuchte, die Welt um sich herum zu erklären. Neugier ist ein starker Motivator. Sie treibt Innovationen voran. Ja, das stimmt. Ohne solche Denker wären wir heute nicht da, wo wir sind. Das stimmt. Ihre Ideen ebneten den Weg für zukünftige Wissenschaftler. Es ist unglaublich, wie sich Wissen im Laufe der Zeit selbst erweitert. Jede Generation lernt aus der Vergangenheit. Und genau das macht die Wissenschaft so spannend. Ich frage mich, welche modernen Theorien in Zukunft als antiquiert gelten werden. Das ist ein faszinierender Gedanke. Der Wissenskreislauf setzt sich fort. In der Tat, wir stehen auf den Schultern von Riesen. Lektion 7: Die Magie der Musik. Ich muss sagen, die Gitarre klingt echt cool. Das stimmt wirklich. Die Musik erzeugt eine wundervolle Atmosphäre. Ich finde es großartig, wie vielseitig die Gitarre sein kann. Ruf. Es kann alles abspielen, von Klassik bis Rockmusik. Hast du schon einmal selbst Gitarre gespielt? Ich habe es versucht. Meine Fähigkeiten sind jedoch noch recht rudimentär. Das ist ein toller Anfang. Jeder fängt mal irgendwo an. Da hast du recht. Ich bewundere diejenigen, die wunderschön spielen können. Es erfordert Übung, aber es ist unglaublich lohnend. Das kann ich mir vorstellen. Welche Art von Musik spielst du am liebsten? Ich spiele sehr gerne Volksmusik. Sie hat eine schöne erzählerische Komponente. Das klingt faszinierend. Ich würde dich sehr gerne einmal spielen hören. Ich würde mich freuen, für Sie zu spielen. Das wäre ein tolles Erlebnis. Das kann ich mir nur vorstellen. Schreibst du deine Lieder auch selbst? Ich schreibe gelegentlich die Texte. Melodien zu komponieren ist jedoch schwieriger. Das ist verständlich. Musik zu komponieren ist eine Kunstform für sich. Das stimmt. Hast du ein Lieblingslied, in dem eine Gitarre vorkommt? Ich liebe Blackbird von den Beatles. Das Gitarrenspiel ist einfach bezaubernd. Das ist ein Klassiker. Die Melodie bleibt einem noch lange im Ohr, nachdem sie verklungen ist. In der Tat, Musik hat eine magische Fähigkeit, Menschen zu verbinden. Da stimme ich zu. Es kann bei jedem so starke Emotionen hervorrufen. Das ist einer der Gründe, warum ich Musik so sehr liebe. Musik bereichert unser Leben auf so vielfältige Weise. Lektion 8: Der Wert der Freundschaft. Ist Ihnen jemals bewusst geworden, wie wichtig es ist, einander zu unterstützen? Das bedeutet mir sehr viel. Bei Freundschaft geht es darum, füreinander da zu sein. Genau. Ich finde, Ratschläge gehören zu den wertvollsten Geschenken, die wir machen können. Da stimme ich zu.
Ein guter Ratschlag kann alles verändern. Es ist tröstlich zu wissen, dass wir uns in schwierigen Zeiten auf Freunde verlassen können. Ja, dadurch wirken Herausforderungen weniger einschüchternd, nicht wahr? Absolut. Zu wissen, dass jemand hinter einem steht, ist ungemein beruhigend. Und manchmal brauchen wir einfach nur jemanden, der uns zuhört. Absolut. Manchmal müssen wir einfach unseren Frust rauslassen. Ich verstehe das vollkommen. Es tut gut, seine Gedanken auszutauschen. Und es hilft, die Sichtweise eines anderen kennenzulernen. Das stimmt. Freunde können uns Einsichten vermitteln, die wir selbst vielleicht nicht erkennen. Haben Sie jemals einen Ratschlag erhalten, der Ihr Leben wirklich verändert hat? Das habe ich. Ein Freund hat mir einmal geraten, meine Leidenschaften voll und ganz auszuleben. Das ist ein wunderbarer Rat. Seinen Leidenschaften zu folgen kann zum Glück führen. Ja, und seither habe ich meine Interessen ohne Zögern verfolgt. Es ist erstaunlich, wie uns ein paar freundliche Worte motivieren können. In der Tat, das ist die Kraft von Freundschaft und Unterstützung. Ich schätze unsere Freundschaft sehr. Sie ist unschätzbar wertvoll. Mir geht es genauso. Es ist schön zu wissen, dass wir das gemeinsam durchstehen. Auf viele weitere Momente der Unterstützung und des Lachens. Lektion 9: Die perfekte Unterkunft auswählen. Ich habe gehört, dass es mehrere gemütliche Bed- und Breakfast-Unterkünfte zur Auswahl gibt. Ja, und sie bieten oft eine charmante Atmosphäre. Das stimmt. Ein Bed- und Breakfast kann sich wie ein zweites Zuhause anfühlen. Ja, die persönlichen Details machen den entscheidenden Unterschied. Haben Sie schon einmal in einem Bed- und Breakfast übernachtet? Ja, habe ich. Das Frühstücksbuffet war köstlich. Was wurde serviert? Es gab hausgemachtes Gebäck und frisches Obst. Es war ein Festmahl. Das klingt himmlisch. Boutique-Hotels können auch sehr charmant sein. In der Tat, sie haben oft einzigartige Designs und Themen. Ich schätze den besonderen Charme, den Boutique-Hotels bieten. Sie haben zweifellos einen ganz eigenen Charme. Welchen Stil bevorzugen Sie? Ich glaube, es kommt auf die Stimmung an. Manchmal sehne ich mich nach der intimen Atmosphäre eines Bed- und Breakfast. Ich verstehe. Manchmal hat der Luxus eines Boutique-Hotels aber auch seinen Reiz. Absolut. Beide Optionen haben ihren eigenen Charme. Haben Sie schon konkrete Orte in Betracht gezogen? Es gibt ein reizendes Bed- und Breakfast mit wunderschönen Gärten. Das klingt wunderbar. Ein Blick in den Garten wäre so entspannend. Ja, es wäre perfekt, um morgens gemütlich Kaffee zu trinken. Und was ist mit dem Boutique-Hotel? Eines der Zimmer verfügt über eine Dachterrasse mit atemberaubendem Blick auf die Stadt. Das ist eine fantastische Option. Der Sonnenuntergang von dort muss atemberaubend sein. Ich kann es mir nur vorstellen. Es wäre die perfekte Kulisse für einen romantischen Abend. Für welche Option Sie sich auch entscheiden, ich bin sicher, es wird ein unvergessliches Erlebnis. Da stimme ich zu. Beide Orte klingen so,
als ob man dort einen schönen Aufenthalt verbringen könnte. Lektion 10: Korruption verstehen. Ist Ihnen aufgefallen, dass Korruption in vielen Gesellschaften ein anhaltendes Problem zu sein scheint? Ja, das ist leider verständlich. Oft fordern die Leute mehr, als sie bereit sind zu leisten. Genau. Dadurch entsteht ein Kreislauf, aus dem man nur schwer wieder herauskommt. Viele Menschen meinen, sie hätten ein Anrecht auf Abkürzungen. Nicht wahr? Das stimmt. Es ist frustrierend zu sehen, wie sich das auf das Vertrauen in Institutionen auswirkt. Vertrauen ist unerlässlich für eine gesunde Gesellschaft. Und es leidet alles. Ich frage mich, warum manche Menschen Korruption der Integrität vorziehen. Manchmal geht es ums Überleben. Die Menschen fühlen sich verzweifelt. Das ist ein berechtigter Einwand. Wirtschaftlicher Druck kann zu Fehlentscheidungen führen. Ja, und ich glaube, dass Bildung dabei eine bedeutende Rolle spielt. Einverstanden. Menschen über Ethik aufzuklären, kann zu einer ehrlicheren Gesellschaft führen. Es ist entscheidend, Werte schon in jungen Jahren zu vermitteln. Wie können wir Menschen dazu ermutigen, korrupte Praktiken abzulehnen? Offene Diskussionen über die Folgen der Korruption könnten helfen. Transparenz in der Regierung ist ebenfalls unerlässlich. Die Menschen müssen sehen, dass die Regierung zur Rechenschaft gezogen wird. Hilf. Wenn Führungskräfte integer handeln, inspiriert das andere. Es ist ein schwieriger Kampf, aber Veränderung ist möglich. Ja, und jede noch so kleine Anstrengung zählt. Gemeinsam können wir uns für eine bessere Zukunft einsetzen. In der Tat, es beginnt mit Bewusstsein und Handeln. Auf eine Welt, in der Ehrlichkeit über Korruption triumphiert. Lektion 11: Sport und Fertigkeiten. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie viele Aktivitäten man in diesem Park unternehmen kann? Ja, es ist wunderbar. Manchmal sehe ich dort Leute Baseball spielen. Ich spiele auch gerne Baseball. Es macht riesigen Spaß. Das klingt spannend. Ehrlich gesagt kenne ich mich besser mit Tennis aus. Echt. Ich wusste gar nicht, dass du Tennis spielst. Ja, ich bin ein sehr guter Tennisspieler, wenn ich das so sagen darf. Das ist beeindruckend. Was gefällt dir am Spiel am besten? Ich liebe die dahinter steckende Strategie. Es ist wie ein mentales Schachspiel. Das kann ich verstehen. Jeder Schritt will gut überlegt sein. Klar, und es ist auch ein tolles Training. Das kann ich mir vorstellen. Wie oft übst du? Ich versuche, mindestens zweimal pro Woche zu spielen. Das hält mich geistig fit. Dieses Engagement ist bewundernswert. Haben Sie schon einmal an Turnieren teilgenommen? Ich habe an einigen lokalen Turnieren teilgenommen. Sie waren aufregend. Das glaube ich sofort. Der Wettbewerb sorgt für zusätzliche Spannung. Das stimmt absolut. Der Adrenalinrausch ist kaum zu übertreffen. Spielst du lieber Einzel oder Doppel? Ich mag beides, aber Singles ermöglichen eine persönlichere Strategie.
Das leuchtet ein. Es muss sich sehr befriedigend anfühlen, ein einzelnes Spiel zu gewinnen. Proof. Gewinnen ist immer ein tolles Gefühl. Vielleicht sollten wir mal ein Spiel austragen. Das fände ich super, aber sei auf eine Herausforderung gefasst. Ich freue mich schon darauf. Das klingt nach einer Menge Spaß. Lektion 12. Die Bedeutung der Zeitplanung. Ich glaube, ein Zeitplan ist unerlässlich, um organisiert zu bleiben. Da haben Sie völlig recht. Ohne einen Zeitplan verliert man leicht das Zeitgefühl. Genau. Oft fühle ich mich ohne einen klaren Plan völlig überfordert. Es kann chaotisch werden. Ein guter Zeitplan hilft dabei, Prioritäten zu setzen. Haben Sie schon einmal einen Planer benutzt? Klar habe ich. Es macht einen riesigen Unterschied bei der Bewältigung meiner täglichen Aufgaben. Da stimme ich zu. Es ist befriedigend, erledigte Aufgaben abzuhacken. Es hat etwas Befriedigendes, Fortschritte visuell zu sehen. Was gehört üblicherweise zu Ihrem Terminkalender? Ich plane Fristen, Besprechungen und sogar Pausen zur Entspannung ein. Das ist eine hervorragende Idee. Pausen sind entscheidend, um die Konzentration aufrechtzuerhalten. Das stimmt wirklich. Ein kurzer Spaziergang kann den Geist erfrischen. Ich vergesse oft, Pausen einzuplanen. Das führt zu Burnout. Das ist ganz einfach. Wir müssen daran denken, auf uns selbst zu achten. Sind Sie der Meinung, dass digitale Hilfsmittel besser sind als Papierplaner? Beide haben ihre Vorteile. Digitale Werkzeuge sind praktisch, aber ich schreibe Dinge lieber auf. Das verstehe ich. Stift und Papier haben einen gewissen Charme. Es fühlt sich persönlicher und ansprechender an. Wie bleibst du motiviert, deinen Zeitplan einzuhalten? Ich erinnere mich immer wieder an meine Ziele. Das hält mich fokussiert und motiviert. Das ist eine kluge Strategie. Sich den Erfolg vorzustellen, kann sehr wirkungsvoll sein. In der Tat, ein klarer Zeitplan kann Chaos in Harmonie verwandeln. Auf eine bessere Planung und das gemeinsame Erreichen unserer Ziele. Lektion 13. Mode Basics. Ich glaube, eine Jeansjacke wäre eine tolle Ergänzung für jede Garderobe. Da stimme ich zu. Denim ist so vielseitig und zeitlos. Je nach Anlass kann es elegant oder leger gestaltet werden. Ja, und es passt zu fast allem. Haben Sie auch schon an eine Lederjacke gedacht? Eine Lederjacke ist eine ausgezeichnete Wahl. Sie verleiht dem Outfit eine coole Note. Stimmt. Es kann ein schlichtes Outfit im Handumdrehen aufwerten. Ich liebe es, wie beide Jacken unterschiedliche Stimmungen erzeugen können. Auf jeden Fall. Haben Sie schon an passende Accessoires gedacht? Perf Statimentketten können einen Hauch von Persönlichkeit verleihen. Das ist eine fantastische Idee. Eine auffällige Halskette kann einen Look komplett verändern. Ich habe einmal eine auffällige Halskette zu einem schlichten Hemd getragen und es war ein voller Erfolg.
Accessoires können ein Outfit wirklich aufwerten oder ruinieren. Da stimme ich vollkommen zu. Sie ermöglichen persönlichen Ausdruck. Welche Art von Statementkette bevorzugen Sie? Ich liebe farbenfrohe Exemplare. Sie peppen jedes Outfit auf. Das ist eine hervorragende Wahl. Farbe kann einen Look wirklich aufhellen. Bitte, hast du ein Lieblingsaccessoire? Ich trage gerne Uhren. Sie sind sowohl funktional als auch stilvoll. Uhren sind zeitlos. Sie können ein echter Gesprächsanlass sein. Genau. Bei Mode geht es darum, sich selbst auszudrücken. Durch das Kombinieren verschiedener Kleidungsstücke lassen sich einzigartige Stile kreieren. Es ist faszinierend, wie sich Mode weiterentwickelt und dennoch persönlich bleibt. Darf jede Verleih trennt seine eigene Note. Auf die Suche nach den perfekten Jeans und Lederjacken. Lektion 14. Planung für die Zukunft. Es scheint, als hätte dieses Jahr für alle viele Veränderungen mit sich gebracht, nicht wahr? In der Tat, ich habe über meine nächsten Schritte und meine Ziele nachgedacht. Das klingt spannend. Was haben Sie denn in Erwägung gezogen? Ich denke darüber nach, meine Ausbildung fortzusetzen, vielleicht einen Masterabschluss anzustreben. Das ist eine hervorragende Idee. Bildung kann viele Türen öffnen. Ich glaube schon. Ich möchte meine Fähigkeiten und mein Wissen erweitern. Für welches Studienfach interessieren Sie sich? Ich interessiere mich für Umweltwissenschaften. Das ist heute ein dringendes Thema. Das ist eine lobenswerte Entscheidung. Die Welt braucht mehr Fürsprecher für die Umwelt. Vielen Dank. Es ist mir ein Herzensanliegen, etwas zu verändern. Haben Sie sich schon mit konkreten Programmen befasst? Ich habe einige Universitäten recherchiert. Manche haben einen ausgezeichneten Ruf. Das ist ein toller Anfang. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie du Studium und Arbeit unter einen Hut bringen kannst? Ich plane, neben dem Studium in Teilzeit zu arbeiten. Es wird eine Herausforderung, aber ich bin bereit. Deine Entschlossenheit ist inspirierend. Ich bewundere dein Engagement. Vielen Dank. Bitte, haben Sie schon über Ihre nächsten Schritte nachgedacht? Ich spiele schon länger mit dem Gedanken, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Das klingt spannend. Welche Art von Unternehmen stellen Sie sich vor? Ich habe Interesse daran, ein Café zu eröffnen, das sich auf regionale Zutaten konzentriert. Das ist eine fantastische Idee. Es ist wichtig, die lokalen Landwirte zu unterstützen. Ich glaube schon. Ich möchte einen Gemeinschaftsraum für alle schaffen. Ich kann mir die Atmosphäre schon richtig vorstellen. Es klingt wunderbar. Ich hoffe, dies bald verwirklichen zu können. Mit deiner Leidenschaft wirst du sicher Erfolg haben. Vielen Dank. Uns beiden stehen spannende Reisen bevor. Lektion 15. Die Auswirkungen der Korruption. Korruption kann verheerende Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, finden Sie nicht? So, wenn Unternehmen beispielsweise Bestechungsgelder zahlen müssen,
um Geschäfte machen zu können, dann herrschen keine gleichen Wettbewerbsbedingungen. Genau. Dadurch entsteht ein unfairer Vorteil für diejenigen, die bereit sind, unlautere Praktiken anzuwenden. Das ist frustrierend. Ehrliche Unternehmen haben es schwer, wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja, und das untergräbt das Vertrauen in das gesamte System. Vertrauen ist unerlässlich für eine gesunde Wirtschaft. Ohne es leidet alles. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie Korruption Innovationen ersticken kann? Das habe ich. Wenn Ressourcen für Bestechungsgelder verwendet werden, stehen sie nicht für die Entwicklung zur Verfügung. Ganz genau. Es behindert Fortschritt und Wachstum in verschiedenen Sektoren. Und das kann auch zu höheren Preisen für die Verbraucher führen. Absolut. Wenn Unternehmen an allen Ecken und Enden sparen, zahlen wir alle den Preis. Es ist ein Teufelskreis, aus dem man nur schwer ausbrechen kann. Was kann Ihrer Meinung nach getan werden, um dieses Problem zu bekämpfen? Ich glaube, Transparenz ist der Schlüssel. Unternehmen sollten zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Klare Regelungen können korrupte Praktiken verhindern. Bildung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Menschen müssen die Folgen der Korruption verstehen. Ich stimme vollkommen zu. Die Förderung ethischen Verhaltens in der Geschäftswelt ist unerlässlich. Es ist eine Gemeinschaftsleistung. Jeder hat seinen Beitrag zu leisten. Auf eine Zukunft, in der Integrität über Korruption triumphiert. Lektion 16. Effizienzsteigerung. Ich denke, wir sollten prüfen, ob sich in diesem Projekt Effizienzsteigerungen erzielen lassen. Das klingt vernünftig. Durch die Optimierung unserer Prozesse könnten wir Zeit sparen. Genau. In welchen Bereichen sehen Sie Verbesserungsbedarf? Ich glaube, die Kommunikation zwischen den Teams könnte effektiver sein. Das ist ein wichtiger Punkt. Klare Kommunikation beugt Missverständnissen vor. Vielleicht könnten wir regelmäßige Abstimmungsgespräche einführen, um alle auf dem gleichen Stand zu halten. Die Idee gefällt mir. Regelmäßige Updates können die Zusammenarbeit verbessern. Darüber hinaus könnten wir Projektmanagement-Tools nutzen, um unseren Fortschritt zu verfolgen. Ja, mit diesen Tools können wir Aufgaben und Fristen effizient überwachen. Können wir die TEA-Mitglieder auch dazu ermutigen, ihre Verbesserungsvorschläge mitzuteilen? Absolut. Die Einbindung aller fördert das Gefühl der Mitbestimmung. Es ermöglicht uns außerdem, unterschiedliche Perspektiven auf das Projekt zu sammeln. Da stimme ich zu. Unterschiedliche Sichtweisen können zu innovativen Lösungen führen. Wie sieht es mit der Arbeitsbelastung aus? Sollten wir eine Umverteilung der Aufgaben in Betracht ziehen? Das klingt vernünftig. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit kann die Produktivität steigern. Und es beugt ein Bonus vor, der für den langfristigen Erfolg entscheidend ist. Genau. Zufriedene Teammitglieder sind effizienter. Lasst uns auf die Fristen bedenken. Sind sie realistisch? Guter Punkt. Wir sollten erreichbare Ziele setzen, um die Moral aufrechtzuerhalten. Vielleicht können wir einen Feedback-Mechanismus einrichten, um unsere Effizienz regelmäßig zu überprüfen. Das ist eine hervorragende Strategie. Kontinuierliche Verbesserung ist der Schlüssel.
auf ein effizienteres und produktiveres Projekt. In der Tat, gemeinsam können wir Großartiges erreichen.